Wirklich? Kann hier etwas beginnen? Am Ende eines Zyklus? Fakt ist, es ist mehr als nur eine Idee im mitteldeutschen Delitzsch. Mehr als eine Vision. Es ist ein Aufbruch. Ja, sogar ein Paradigmenwechsel. Um dies zu verstehen, bedarf es vielleicht zunächst einer kleinen Zeitreise. Denn schon mehrfach wurde hier in Mitteldeutschland der Grundstein gelegt für Innovation, Technologie und Wohlstand. Schon im 17. Jahrhundert sind Alchemisten davon überzeugt, dass die Zusammensetzung und Umwandlung von Stoffen und deren Verbindungen Möglichkeiten zu Großem bieten. Und auch wenn die chemische Herstellung von Gold nicht gelingt, die zufällige Erfindung des Porzellans 1708 in der Region war die Grundlage für eine neue, erfolgreiche Industrie. Über 30 Nobelpreise gehen an die Chemiker in Deutschland. Die mitteldeutsche Region boomt. Hier gibt es günstige Energie und Rohstoffe, perfekter Nährboden für die hiesige, stetig wachsende chemische Industrie. Sie bringt Arbeit und Wohlstand. Und selbst die Teilung kann dem Erfolg nichts anhaben. 90.000 Menschen arbeiten im Chemiedreieck zu DDR-Zeiten. Doch der Erfolg hat auch Schattenseiten. Der CO2-Ausstoß ist aufgrund des hohen Energiebedarfs immens. Immer mehr toxischer Abfall gelangt in die Umwelt. Bilder, die um die Welt gehen. Erst in den 80ern erfolgt ein Umdenken, auch gesellschaftlich. Teile der chemischen Industrie wandern nach Asien ab, verlagern die Umweltprobleme. Und nun auch noch der Braunkohleausstieg im Rahmen der Energiewende. Ist das Ende der Chemieindustrie im mitteldeutschen Revier? Wir denken, nein. Denn das Potenzial der Chemie in der Region ist groß. Bahnbrechende Grundlagenforschung bietet wie damals einzigartige Chancen, die Chemie grundlegend zu transformieren. Eine Generationenaufgabe, die von der Industrie alleine nicht bewältigt werden kann. Deswegen wird akademische Spitzenforschung den Transformationsprozess ermöglichen. Dabei arbeiten Chemiker, Ingenieure und KI-Experten in einem einzigartigen Forschungsumfeld eng zusammen und ermöglichen so, dass Chemie sich in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft umwandelt. Die Chemie bleibt der Region erhalten. Und mit dem Wandel entstehen neue Geschäftsmodelle, Firmen und viele Arbeitsplätze in der Region. Andere Industriezweige werden als Anwender dieser Transformation profitieren. Mit dem weltweit ersten und einzigen Großforschungszentrum für die Transformation der Chemie legen wir den Grundstein für eine nachhaltige, erfolgreiche und zukunftssichere Region. Eine Region, die weiter wächst. Eine Region, die einfach lebenswert ist und bleibt. Ganz im Geiste der historischen Erfolge.